Was viele nicht wissen, meine Pauke kann richtige Töne spielen. Und das mache ich mit dem Pedal. Das Pedal greift auf einen zentralen Stimmmechanismus zu. Das ist dieser Kranz hier unten, der bewegt sich, wenn ich das Pedal bewege. Und damit sind alle Spannschrauben verbunden, die dann gleichzeitig Druck auf den Reifen ausüben und somit aufs Fell und die Fellspannung verändern. Das verändert den Ton. So. Ich habe verschiedene Paukengrößen, damit ich dann auch höher und tiefer spielen kann. Also wenn ich jetzt meine tiefe Pauke nehme, so komme ich mit der noch höher und ich habe auch noch kleinere und auch noch größere Pauken, sodass ich insgesamt einen ganz guten Tonumfang erzeugen kann. Das kann man tun, wird auch von manchen Komponisten an bestimmten Stellen vorgeschrieben, ist aber eher die Ausnahme. Historisch gesehen, der erste Paukenschlägel war der Holzschlägel. In dem Fall hier ein ganz normaler Tonking-Stiel mit einer Holzkugel drauf. Man kann das auch aus einem Stück Holz drechseln, geht auch. Der klingt sehr hart. Die nächste Stufe in der Entwicklung sind dann Leder- oder Flanellschlägel, wo die Scheiben übereinander gelegt werden und zusammengenäht. Das wäre die Möglichkeit, etwas weicher, bis zu einem sehr weichen Schlägel. Wo sehr viel Filz dann draufgezogen ist. Das ist ein Kalbsfell. Es gibt auch Ziegenfelle für Pauken. Also in Wien nimmt man zum Beispiel Ziegenfelle. Da muss die Basspauke aber zum Beispiel ein bisschen kleiner sein, weil die Ziege einfach nicht so groß ist. Und wir benutzen Kalbsfelle, weil sich das im Lauf der Jahrhunderte, kann man jetzt schon sagen, eigentlich als bestes Material herausgestellt hat. Also es klingt sehr obertonreich und sehr rein. Es stimmt sich übrigens von alleine ein. Das Fell wird nass aufgezogen, trocknet und danach ist der Ton ganz wunderbar glockenrein. So richtig glücklich bin ich, wenn ich die Pauke von allen Facetten zeigen darf. Also auch das Glissando zum Beispiel. Wie es bei Bartók oft vorkommt. Oder Richard Strauss wollte zum Beispiel eine Tonleiter, aber auf einer Pauke explizit, also nicht wie wir es sonst machen würden, vielleicht auf mehrere Pauken legen, sondern mit Glissando auf derselben Pauke. Das kommt zum Beispiel in der Salome vor. Das sind tolle Sachen, wo ich dem Publikum mehr zeigen kann als Dominant und Tonika, obwohl natürlich auch eine Beethoven-Sinfonie eine Erfüllung für einen Pauker ist. Die Beziehung zu den Pauken ist für mich was ganz Besonderes, weil ich sie nicht nur spiele im Orchester, was ein absoluter Traumjob für mich ist, sondern weil ich mich auch handwerklich mit ihnen beschäftige. Ich ziehe die Felle selber auf, ich baue meine Schlägel selber und das ergibt für mich ein Gesamtkunstwerk. Also das zu spielen auch mit dem eigenen Material, das macht mir sehr viel Spaß und die Verantwortung, die ich habe im Orchester, die nehme ich auch gerne an.